Ahoi aus dem Wunderland. Ich befinde mich hier gerade in unserem neuen Speicher zwischen dem 3. und dem 4. Stockwerk in unserem zukünftigen Andenabschnitt. Und was diese ganze Pappe hier so macht, das seht ihr jetzt. Ja, also das mit der Pappe machen wir jetzt einfach aus dem Grund, dass das wirklich ein ziemlich komplexer Abschnitt ist, hier über 2 Stockwerke, damit wir im Team alle irgendwie eine ähnliche Vorstellung am Schluss haben und auch wissen, dass wir über dieselben Sachen reden, haben wir uns in dem Fall jetzt nochmal entschieden, hier alles mit Papier, mit Packpapier auszukleiden, die Unterkonstruktion, und können dabei dann auch nochmal gucken, ob wir vielleicht einzelne Teile auch nochmal ändern wollen und ob das alles wirklich so hinkommt, wie wir uns das am Anfang vorgestellt haben. Denn die ganzen Abschnitte werden ja im Vorfeld am Computer von Gerhard geplant und ab einem bestimmten Punkt gibt er das dann ab, jetzt in dem Fall zum Beispiel an Fatih. Der macht dann alle Änderungen und Detailarbeiten im Laufe des Abschnitts da rein. Genau, dafür wollen wir das hier dann auch nochmal mit Fotogrammetrie 3D scannen. Also alles, was wir jetzt hier in Pappe bauen, wollen wir digitalisieren und auch in diesen Masterplan einfügen. Und am Ende ist natürlich trotzdem alles Handarbeit, auch wenn wir jetzt am Computer planen. Die ganze Pappe, die reißen wir aber wieder runter. Dann kommt wieder unser Fliegendraht und der Gips da drauf und dann entsteht das wie jeder andere Abschnitt auch komplett von Hand. Wir sind jetzt auch schon relativ weit gekommen. Also der ganze Teil ist ja hier hinter mir schon mit Papier verkleidet. Hier oben ist jetzt das letzte Stück. Das wird nachher mal Laraja. Das ist so ein Hochpass in den Anden. Ich glaube um die 4000 Meter, eine Eisenbahnstation, die wir irgendwie super spannend fanden, die wir hier zeigen wollten. Und für den letzten Teil will ich das jetzt auch noch mal einmal mit Papier verkleiden, damit wir dann hier nochmal die Eisenbahngebäude so als Styrodur-Dummies platzieren können und einfach zu gucken, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das erträumt haben. Weil das ist hier im Endeffekt genau so eine Stelle, wo mir das jetzt hilft mit dem Papier. Weil ich merke gerade, dass ich eigentlich den ganzen Spand hier am liebsten viel kleiner hätte. Also diesen ganzen Part hier eigentlich weghaben möchte. Weil ich finde die Form dann interessanter. Ne? Wenn es hier schon so vor der Säule irgendwie so doll rauskommt, ist vielleicht ein bisschen zu wuchtig einfach. Ja, jetzt sieht man eigentlich auch schon ganz gut, warum das eine richtig schlaue Idee war, das eigentlich nochmal zu machen. Bisher hatte ich irgendwie hier meine Spanten hier so weit auslaufen lassen, eigentlich fast bis an die Bahnstrecke dran. Dann habe ich natürlich gar nicht genug Platz für diese Häuser. Und im Original ist dieses Bergpanorama hinter Laraja eigentlich auch sehr weit entfernt. Das sind natürlich irgendwie viele Kilometer, die eigentlich dazwischen liegen. Und dieser Bergkamm, der ist natürlich eigentlich ganz weit weg. Den müssen wir dann auch so entsprechend gipsen, dass der halt ein bisschen diese Distanz halt auch eine optische Wirkung nachher hat. Ich werde hier und da auf jeden Fall die Unterkonstruktion noch mal ein bisschen nachschneiden, um einfach ein bisschen mehr Tiefe zu haben für Gebäude, für Bahnsteig und kleine Szenen, die wir hier noch verwirklichen können. Und dann müssen wir hier hinter halt mit der Landschaft relativ steil enden. Aber auch wenn es da normalerweise recht karg ist, vielleicht können wir das ein bisschen mit kleiner Vegetation dann verstecken. Und ich glaube, das wird eine spannende Geschichte, wenn man nachher hier oben auf der Treppe steht. Jetzt werde ich das mit meinem Telefon alles nochmal einscannen mit einer App, die Fotogrammetrie da ein 3D-Modell draus macht. Und dann lege ich hier gleich mal meinen Zollstock einmal hin, dass wir was haben, woran wir das skalieren können. Und dann bringen wir das zu Fatih und der pflegt das dann in unseren Masterplan ein. Wir sind jetzt hier bei mir am Rechner. Ich habe jetzt hier die Masterzeichnung auf, wo wir alles, was wir zeichnen, einfügen immer. Hier unten sieht man den Tisch von der Atacama-Wüste, dann die Unterkonstruktion, Stahl und die Spanten. Und hier die Stockwerke von unserem Gebäude mit den Säulen. Den 3D-Scan von Lennart habe ich auch schon hier eingefügt. Das ist jetzt hier nur ein Netz, was ziemlich unspektakulär aussieht und wo man auch nicht wirklich viel dran erkennt. Wenn ich das Ganze mal auf gerendert drücke, dann sieht man hier schon die Pappe, die Säulen und unsere Gebäude als Stellprobe. Und das Ganze möchte ich jetzt über die Unterkonstruktion in unsere Zeichnung rüberziehen. Nehme ich mir die Säule hier als Punkt, da ziehe ich dann den 3D-Scan jetzt rüber und dann kann ich das Ganze auch noch skalieren in der richtigen Größe, die ich brauche.
Jetzt sehe ich aber, dass das noch ein bisschen zu groß ist, weil hier die Säule ein bisschen übersteht und hier ist die Säule genau an Ort und Stelle. Das heißt, ich skaliere das nochmal wieder ein bisschen runter. Und jetzt sehe ich, dass das hier an der Säule passt und die anderen Bauteile auch ganz gut passen. Hier zum Beispiel die Brücke. Das ist die Brücke, die wir gezeichnet haben. Und das ist die Brücke, das Brückenpappmodell, das wir auf der Anlage haben. Wir sind jetzt hier dabei, die letzten 1-2 Meter von unserer Unterkonstruktion zu beenden. Und dass wir da alle ein bisschen bessere Vorstellungen davon bekommen, wo wir denn am Ende hinwollen, arbeiten wir im Moment gerade mit Sperrholz-Dummies. Die werden dann nochmal ersetzt durch unsere Brandschutzplatten. Das heißt, wir gehen immer hin, schrauben die Dummies fest, dann gehen wir einmal mit Lennart durch, zeichnen die Landschaft an. Und sobald wir das definiert haben, schneiden wir die Landschaft einmal grob aus, machen das im besten Fall so wieder oben, dass wir erstmal Pappe drüber legen, weil man dann einfach nochmal ein besseres Bild davon bekommt, wie das dann am Ende tatsächlich ausschaut. Wenn das dann fix ist und alle damit zufrieden sind, dann nehmen wir die Dummies wieder ab als Schablone und machen uns daraus die Originalspanten aus unserem B1-Material. Muss ja alles schwer entflammbar sein. Hier in der Ecke ist jetzt gerade nochmal so eine besondere Situation, weil wir hier ein senkrechtes Dorf an der Wand planen. Das wird Premiere im Wunderland, das hatten wir bis jetzt noch nicht. Die Idee war, dass wenn man oben im Vierten steht und seinen Kopf übers Geländer streckt und nach unten guckt, dass man dann einfach die normale Perspektive hat, die man in der Horizontalen auch hat. Hier ist jetzt gerade noch die Problematik, dass wir gerne einen Knopfdrücker einbauen würden. Wenn ich jetzt die Unterkonstruktion baue, werde ich das Ganze so bauen, dass wir diesen Knopfdrücker theoretisch am Ende einbauen können, aber nur, wenn das auch funktioniert. Wenn das Ganze nicht funktioniert, dann wird das halt gecancelt und dann wird hier einfach nur dieses Dorf an der Wand sein. Aber ich muss das jetzt beim Bauen natürlich mit einplanen, dass ich hier dieses Dorf als Modulplatte mache, was ich nach vorne rausnehmen kann, damit wir auch irgendwann die Möglichkeit hätten, hinten die Technik einzubauen. Unterkonstruktion ist immer viel mit Überlegen, viel mit anderen Gewerken zusammenarbeiten. Am Ende wollen alle noch irgendwo Kabel durchlegen. Wir müssen immer noch schauen, dass wir unsere Sprinklerleitungen mit durchbekommen. Die Bahntechnik will Kabel legen, die E-Ecke will Kabel legen, die Haustechnik will Kabel legen. Alle kommen am Schluss zusammen und brauchen noch irgendwo Platz. Dann haben wir noch Knopfdrücker, wo Mechaniken reinkommen. Da ist immer die Schwierigkeit, das Ganze so zu machen, dass das hinterher gut benutzbar ist, aber auf der anderen Seite natürlich optisch auch nicht auffällt. Wir stehen hier vor einer riesigen Felswand. Da müssen wir mal irgendwie überlegen, wie er da hochkommt. Weil wir haben auch gerade schon mit Dennis kurz gesprochen, Genau, dass auch Dennis ist ja auch der noch da. Leitstand da im Endeffekt auch mal ran muss. Ja. Und dass es wahrscheinlich einfach nicht anders geht als über eine Leiter. Ich weiß es Naja, wir nicht. haben da ja auch schon drüber geredet, ob man nicht irgendwie hier so eine Konstruktion macht. Ja. Ich sag mal, irgendwo ein bisschen außerhalb von der Insel, dass du neben der Insel stehst, wenn du die Leiter hochkommst. Dass wir hier in den Fels rein irgendwie mit Messinghülsen oder irgendwas arbeiten, wo man dann eine Leiter einhängen kann. Wir können auch so Klettergriffe hier ein. Ja. Ich glaube, zum ab und zu mal einen Zug runterholen wäre das vielleicht okay, aber Was für so zum längere Reinigen Sachen. ist Nee. das... Also da wird irgendwo das Tunnelportal sein, da geht die Trasse dann in den Berg rein. Ja. Und weiter oben gibt es dann auch nur Felsen. Eigentlich ja. Gut, dann ist für euch jetzt aber noch interessant die Stelle hier, wo die Trasse im Berg verschwindet. Die geht ja dann rüber auf die Brücke zum Regenwald. Ist das vom Ding her so, dass man da noch reingreifen kann oder Ja. auch eher mit Klappe vorne? Nee, da brauchen wir, glaube ich, keine Klappe extra machen. Wir können von hier aus, kommen wir rein, dann haben wir da schon die Kurve und da vorne kommen wir ja schon wieder raus. Genau. Zum Beispiel so wie ein Haltegriff, so wie wir das zum Beispiel in St. Max haben. Da könnten wir ja tatsächlich in den Fels irgendwo Ja. tatsächlich so Griffmulden mit, Ja, mit wo man- rein modellieren. Genau. Wenn du dich dann hier irgendwo abstützen kannst, kommst du ja schon relativ weit. Ja. Ist jetzt Und hier trotzdem kommen keine Bäume hin, Nee. Nee. nur Felsen. Ja, also genau. Also hier, das ist auch das Einzige, was an Gebäuden dann hier noch steht. Also das bleibt alles frei, das ist nur Landschaft. Ich mach mal irgendwie ein Muster, dann kann jeder mal Probe klettern und guckt, ob er zurechtkommt. Oh ja, das finde ich gut. Probeklettern. Da oben haben wir die Landschaft schon angezeichnet, das heißt, den werde ich jetzt mal wieder demontieren, den Dummy. Einmal mit nach unten nehmen, die Landschaft schon mal ausschneiden und das Ganze dann auf unser schwer entflammbares Multiplex übertragen.
Das ist einmal unser Teil, was wir oben haben wollen. Das ist unser Multiplex, was wir benutzen. Und da werden wir jetzt das Teil mal drüber legen. Hier oben bei meinem Dummy hat ja gerade noch ein Stück gefehlt. Das wir jetzt hier einfach mal so grob in der Linie fortführen. Und wenn wir das Ganze ausgeschnitten haben, werden wir da noch einmal drüber schleifen und die Kanten runden, dass sich da keiner mehr dran wehtun kann. Wir haben das jetzt gerade noch mal reingehalten, noch mal 2 Ecken angepasst. Ihr seht ja schon, einmal vorne unser Dummy, einmal hinten unser Originalteil. Die Kontur vorne ist gleich, hinten hat sich jetzt doch noch mal ein bisschen was geändert. Wir haben einmal hier den Ausschnitt für unsere Trasse, die da durchläuft. Und oben hat uns ja auch noch ein kleines Stück bei dem Dummy gefehlt. Das haben wir jetzt auch einfach mit dem Brett ergänzt. Jetzt werden wir das noch einmal schleifen, die Kanten runden, dass das alles schön glatt ist und sich keiner mehr irgendwelche Splitter erziehen kann, und dann wird das Ganze eingebaut. Das Ganze hat 2 Hintergründe. Zum einen haben wir die Anlage natürlich auch noch von unten erreichbar. Das heißt, in Zukunft wird irgendjemand mit Sicherheit von unten auch noch mal an die Bauteile drankommen. Bei der Wartung oder beim Züge aufgleisen oder was auch immer. Und das andere ist, dass jetzt natürlich der Zeitpunkt, bis das Ganze verkleidet wird, auch noch eine Weile dauert. Und dass in der Zeit sich da einfach keiner dran wehtut. Und da kommt jetzt noch von mir so ein Stempel drauf, der einfach kennzeichnet, dass das Ganze aus einem B1-Material ist, das heißt schwer entflammbar. Und damit man das auf den ersten Blick auch gleich erkennen kann, stempeln wir alle Bauteile, die wir in der Anlage verbauen. So, ihr habt jetzt an dem Beispiel von dem einen Spand hier mal mitbekommen, wie wir unsere Unterkonstruktion bauen. Das heißt, wir fangen immer mit Dummies an und arbeiten uns hier Stück für Stück durch. Ich hoffe, ihr hattet auch einen Einblick davon, was das an Planungsarbeit bedeutet, mit den ganzen anderen Gewerken, mit Bahntechnik, die hinterher an ihre Züge kommen müssen, mit Reinigungstrupp, der hinterher das Ganze sauber machen muss. Ich werde mich jetzt hier noch die letzten 1,5 Meter durcharbeiten, dann sind wir auch mit dem Groben fertig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge und seid nächste Woche wieder mit dabei. Ciao aus dem Wunderland.